Hallihallo, ich zeige euch heute, wie ihr ganz einfach Schrecks Ohren selber machen könnt. Diese Ohren hier sind für die Viona, also Schrecks Frau. Dazu braucht ihr eine alte Pappschachtel. Ich habe hier einfach einen Pizzakarton verwendet. Ihr schneidet die Ohren so ungefähr aus, wie ich sie euch am Anfang gezeigt habe, und dreht dann das erste Ohr um, malt das als Schablone nochmal auf und ihr dreht es deshalb um, dass das eben seitenverkehrt ist. In diesem Part bringe ich die Ohren in Form. Ihr rollt sie ein bisschen, drückt sie zusammen, so wie es euch gefällt. Dann klebt ihr sie mit einem Klebeband fest. Ich habe die Ohren noch mal etwas verkürzt, da sie, wie hier dargestellt, ein bisschen zu lang waren. Also da müsst ihr schauen, wie euch das passt. Ihr braucht jetzt einen Haarreifen, wenn möglich genauso einen dünnen wie auf dem Video, weil das so am einfachsten geht. Ihr piekst 2 Löcher in die Ohren und achtet darauf, dass es ein bisschen angeschrägt ist, die Löcher, da der Haarreif ja auch rund verläuft. Setzt den Haarreif immer wieder auf, um das gut anzupassen. Im nächsten Schritt kommen wir zur Farbe. Ich habe hier ganz normale Farbe aus dem Baumarkt verwendet. Das ist Acrylwandfarbe. Also nichts Teures, weil ich ja schaue, dass ich für meine Kostüme immer so günstig wie möglich oder wenn nicht gar kostenlos arbeite. Sorry für das Hintergrundgeräusch. Ich war da so in meinem Element, dass ich das leider beim Videodrehen nicht bemerkt habe. Über die glatte Seite müsst ihr ein paar Mal drüber gehen. Ich habe ja da auch das Klebeband drüber, das sehr glatt ist, aber bei 2, 3 Schichten sollte das schon funktionieren. Wichtig ist, dass ihr beim Kauf der Farbe darauf achtet, wie ihr euch im Endeffekt, also mit welcher Farbe ihr euch anmalen wollt, dass das einfach zusammenpasst. Wie ihr seht, habe ich einen Pinselstiel durch die 2 Löcher gesteckt, dass ich das Ohr einfach besser halten kann und dass ich mit den Fingern nicht auf die Farbe komme. Man sieht, dass der Schriftzug vom Karton noch leicht durchscheint. Wirklich so viele Schichten auftragen, bis davon nichts mehr zu sehen ist. Das Gute mit dem Haarreifen ist, dass ihr die Ohren abmachen könnt und andere Ohren draufstecken könnt. Ihr könnt also wechseln. Was ich persönlich sehr toll finde, denn so kann ich das alles wiederverwenden.
Achtet darauf, dass das Innere der Ohren auch gut mit Farbe bedeckt ist, weil man ja da von der Seite sehr reinschauen kann und das halt viel besser ausschaut, wenn das alles grün ist. Die grüne Farbe ist jetzt gut getrocknet. Jetzt fange ich an mit ein wenig Gelb, das Innere vom Ohr zu highlighten. Der Pinsel, den ich verwende, der ist ganz trocken. Also er ist von Anfang an nicht in Wasser getaucht, so kann ich das Gelb sehr schön verwischen. Achtet auf schöne Übergänge und nicht zu viel Farbe verwenden. Ich benutze hier auch einen sehr weichen Pinsel, damit man keine Pinselstriche sieht. Auf der äußeren oberen Seite der Ohren highlighte ich auch ein bisschen mit Gelb, da eben da das Licht drauf scheint und somit reflektiert. Dadurch wirkt das Grün heller. Wenn man sich Fionas Ohren anschaut, dann sind sie innen drin leicht rosa. Ich habe das jetzt genauso gemacht wie mit der gelben Farbe, einen trockenen Pinsel genommen und dann gut verblendet. Wenn ihr euch schminkt als Fiona, dann achtet darauf, dass ihr auch rosa verwendet für die Backen und für das Kinn.
Wenn ihr doch mal zu viel Farbe benutzt, ist das überhaupt kein Problem. Arbeitet einfach nochmal mit dem Grün und mit dem trockenen Pinsel drüber und verblendet das schön, so lange bis ihr zufrieden seid. Falls euch das Trocknen der Farbe zu lange dauert, benutzt einfach einen Föhn. Die Ohren sind jetzt fertig, ich probiere sie jetzt gleich mal an. Und so sieht das Ergebnis dann aus. Ich werde euch gleich noch Bilder zeigen, in denen ich mich komplett geschminkt habe und verkleidet habe. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gern einen Daumen nach oben da und wenn ihr wollt, dann könnt ihr mir ja folgen. Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Kara.